Ragazzi, Pablo Infernale è un gruppo multinazionale. Quante radici diverse ci sono in tutto questo rock and roll? Allora, dai, proviamo in italiano, però scusate per il mio italiano non perfetto, però sì, si sente i radici dei ragazzi. Abbiamo un brasiliano, il bassista Fabio, che suona il basso come balla il samba, abbiamo Jan che suona la batteria come un orologio e Altin che canta e festa sempre albanese, come tipo così, e io l'italiano che fa sempre così. Allora si sente, sì. Altin, entrare nel mondo di Pablo Infernal è un'immersione nello stile e nell'estetica degli anni 70. Che cosa vi affascina di quel periodo? Also was sehr faszinierend ist natürlich an der 70er Musik, ist einerseits wirklich so die Power und irgendwie haben es auch die ganzen Equipment-Sachen, also die Konsolen geschafft, einfach mal den Sound so richtig herausklingen zu lassen, und ich glaube, das ist das, was uns am meisten fasziniert an den 70er Jahren, ist einfach diese Power. Also ich meine, wenn man gerade so Bands hört wie Deep Purple oder so, wie die einfach mal mit so einer wirklichen Wucht die Musik machen. Und ich glaube, es ist nicht stilistisch extrem orientiert an den 70ern, aber vom Spirit her, einfach von dieser Power, ist natürlich schon das, was uns an den 70ern am meisten fasziniert hat. So che negli ultimi tempi la musica dei Beatles ha avuto un ruolo molto importante per voi. Mi raccontate questa storia? Avete suonato, conoscete a memoria tutto il repertorio dei Beatles, come mai? Una sera in un bar in Zurigo, che ci sono gli amici di noi, ero lì con il capo della bar e io dicevo: i Beatles sono il gruppo migliore del mondo e noi l'amiamo, e Altin e io abbiamo iniziato con i Beatles e noi possiamo suonare tutte le canzoni dei Beatles. E lui era: dai, allora facciamo, voglio vedere. E io ero: allora sì, dai, una volta al mese lo facciamo, un album dei Beatles una volta al mese, fino abbiamo finito tutti. Adesso questo stiamo facendo, sì, ma è duro. I Beatles sono bravissimi, erano bravi già prima, però adesso dopo suonare le loro canzoni, meraviglia, sì. Confrontarsi con quel repertorio, con le radici del songwriting pop, che effetto ha avuto su di voi, sulla musica di Pablo Infernal, sui musicisti? Also bei uns hat einfach dieses ganze Songwriting von den Beatles, also bei ihnen sieht man einfach jetzt auch, als wir das Ganze durchgespielt haben, fast, haben wir einfach, genau, noch nicht ganz durchgespielt, da haben wir wirklich mal so richtig reinschauen können und mal sehen, was machen die eigentlich mit so typischen Pop-Floskeln, so Klischees, und wie sie damit umgehen. Und das ist einfach faszinierend zu sehen, was die daraus gemacht haben, eigentlich auch ästhetisch gesehen und auch auf die Art und Weise. Und ich meine, man darf nicht vergessen, dass die halt schon eine Studioband waren ab 67 und da natürlich auch experimentieren konnten, wie die Gestörten. Also, aber es hilft. Ja. Das ist wirklich das, was uns am meisten inspiriert, sind diese Harmonien und die Harmoniewechsel, weil das Lustige ist, egal wie viel einfache Pop-Akkordfolgen es gibt immer irgendwo unendlich viele Möglichkeiten, das noch ein bisschen anders zu machen. Und das ist, warum, glaube ich, auch Popmusik immer noch existiert und sowieso Songs geschrieben werden. Il vostro album si chiama Mount Angeles. In una intervista tu hai detto che ascoltare un album intero oggi è un gesto di generosità. Che cosa volevi dire? Ich glaube, was damit gemeint ist, ist natürlich einfach, dass man sich sozusagen nicht die Zeit nimmt. Also ich meine, schlussendlich Stranger Things, die ganze Staffel durchzuschauen, das kann man, aber ein ganzes Album durchhören ist wiederum ein bisschen eine schwierigere Angelegenheit. Und ich glaube, was ich damit gemeint habe, ist einfach, dass es ist großzügig
sich ein ganzes Album anzuhören, weil man sich diese Zeit einfach nicht nimmt oder die Zeit nicht nehmen kann, weil wenn man jetzt zum Beispiel zu viert in der Gruppe irgendwie ein Album durchhören möchte, vielleicht jetzt nicht in unserer Gruppe, aber in anderen Gruppen, kommt schnell mal jemand anderes und findet, hast du aber schon den Song gehört? Und, ja, ich habe ja noch den Song. Und ja, und das Schlimmste ist ja, man wechselt dann immer, genau. Oder? 20 Sekunden und dann ist der nächste Song und Und einfach im Allgemeinen, also ich glaube einfach, durch Spotify und all diese Angelegenheiten wurden alle zu Musikexperten, die einfach besser wissen, was in dem Moment passt. Und darum ist es einfach wunderschön, wenn man mal einfach so ein Album durchhören kann und einfach mal sich die Zeit nehmen, um das wirklich hineinfließen zu lassen und das wirklich genau zu appreciaten. Weil ich das Wort auf Deutsch nicht finde. Appreciaten. Ja, genau. Ja. Altin Aslani, Flavio Scano, grazie mille, all the best. Grazie a te, Marco.